Hi liebe Freunde, ich habe beschlossen, heute die Folierung von meinem GTI zu entfernen. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal selbst. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekommen werde. Es ist ja keine Vollfolierung, wir haben immer so ein paar kleine Schnipsel überall. Ich denke, das meiste werde ich auf jeden Fall selber abbekommen. Und ich habe auch heute Hilfe dabei. So, ganz so viel Platz ist hier auch nicht, deswegen kann ich die Kamera leider nicht weiter wegstellen. Ich hoffe, es reicht euch so vom Winkel. Ich habe jetzt hier so einen Heißluftföhn, damit muss man allerdings vorsichtig sein, weil der wird ein bisschen heißer als ein normaler Föhn, mit dem man sich die Haare föhnt. Das sollte man übrigens mit dem auch nicht tun. So, ich fange jetzt zuallererst... ich fange jetzt erstmal hinten an, weil ich halt hier nur diese paar Schnipsel habe, nur um zu testen, ob das überhaupt erstmal so geht. Weil wenn jetzt hier irgendwie was nicht klappt, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn das am Ende dann doch noch dran bleibt. Ich stelle den auch nicht zu heiß. Ja, die gehen so schon sehr gut ab hier. Ist halt eine Fummelarbeit. Ich habe den auch absichtlich jetzt noch nicht vorher gewaschen, weil danach, durch die ganzen Klebereste hier und so, muss er eh nochmal durch die Waschanlage. Klappt ja gut hier. Ja, da ist noch was, hast du recht. Das machen wir jetzt als nächstes. So, okay. Also hier ist es schon mal sehr, sehr gut abgegangen, muss ich sagen. Keine Probleme gehabt. Das, was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, wird dann hier diese große Fläche sein. Gerade auch hier so, die Ecken. Ich bin mal gespannt, wie gut ich das gleich abbekommen werde. Weg, der Föhn ist heiß. Los, komm hier ab. Die Wärme löst den Kleber und macht das Ganze einfach wesentlich einfacher zu entfernen. Würde ich das jetzt ohne probieren, ist wirklich schon wesentlich schwierig. Also man muss wirklich sehr viel Kraft aufbringen hier. Deswegen Föhn. Gerade bei diesen Kanten hier ist es wichtig, nicht zu heiß zu föhnen, weil sonst reißt die Folie da ab. Und hier in den Kanten ist es mir schon passiert, jetzt klebt hier noch ein Stück Folie dazwischen. Also da muss man dann doch ein bisschen Kraft aufbringen. Der Choppinator beobachtet mich. Ja, so von hinten sieht er jetzt schon wieder relativ nackt aus. Ich finde es aber gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt natürlich einfach noch dreckig. Was jetzt ein bisschen fies war, war die Schrift hier. Das war nämlich eine andere Folie und hier ist der Kleber unten drunter nicht abgegangen. Trotz dessen, dass ich es erhitzt habe, da muss ich gleich nochmal mit einem speziellen Reiniger dran gehen. Was halt ein bisschen fies ist meiner Meinung nach, das sind die großen Flächen, so wie hier. Weil da muss man auch schon ein bisschen aufpassen, man muss ein bisschen mehr Kraft aufbringen und man darf nicht zu heiß föhnen, weil dann reißt die Folie. Man muss halt immer aufpassen, dass die Folie in einem Stück bleibt, weil dann geht es halt wesentlich einfacher und schneller, meiner Meinung nach. Da liegt jetzt schon so einiges und ja, jetzt kommen wir zum schweren Part hier. Ich bin mal gespannt, wie ich das hier hinbekomme. Da muss ich jetzt irgendwie noch ein bisschen tüfteln. Türgriff. Ich habe das meiste abbekommen, nur dieses Teil hier muss ausgebaut werden. Das ist echt eine Frickelarbeit. Also, falls ihr vorhabt, euer Auto selber zu entfolieren, defolieren, überlegt es euch, ob ihr die Zeit und die Nerven dazu habt. Aber so nach und nach sieht man immer mehr weiß. Die vordere Tür ist echt ein Segen dagegen. Geht relativ gut. Erwischt. Viele Leute fragen sich jetzt auch wahrscheinlich, ey, warum macht die das eigentlich? Will die das Auto jetzt einfach wieder weiß lassen oder neu folieren? Oder vielleicht sogar, und da kommen wir jetzt zum Thema,
verkaufen. Ich habe mich dazu entschieden, das Auto abzugeben, weil ich fahre den jetzt über ein Jahr und ich bin auch noch nach wie vor super zufrieden damit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, irgendwie gefällt mir das Auto nicht mehr. Ich finde das Auto nach wie vor super mega toll, aber ich bin in meinem Leben eigentlich Autos nie sehr lange gefahren, also nicht über mehrere Jahre und vor allen Dingen ja, habe ich auch vielleicht mal wieder Lust auf was Neues. Wer weiß. Der GTI, der wird früher oder später, in diesem Jahr auf jeden Fall noch weggehen. Und deswegen entfoliere ich den jetzt und der bekommt dann auch nochmal eine schöne Wäsche. Der wird vielleicht dann nochmal aufpoliert, je nachdem, wie der dann nach der Wäsche aussieht. Wenn man da irgendwie noch ein paar Klebereste hat oder so, dann werde ich den nochmal zum Polieren weggeben. Und ja, einen Service bekommt er halt noch. Ja, und dann geht der Wagen weg. Und wer weiß, was dann so als nächstes kommt. So, als nächstes kommt der Autodoc-Sticker hier weg, aber auch nur, weil das Auto jetzt insgesamt entfoliert wird. Und für die, die sich fragen, was das eigentlich ist, weil ihr habt das bestimmt schon in einigen Videos von mir gesehen, das ist eine Online-Plattform für Autoteile und Zubehör. Und ich habe ja auch gerade schon erzählt, dass ich einen Service machen will. Und ich bestelle jetzt zum Beispiel hier bei Autodoc mein Öl. Und die haben jetzt auch eine neue App. Da geht es auch super einfach. Die kann ich euch mal kurz zeigen. Das ist jetzt hier die Autodoc-App. Einfach Autodoc eingeben und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel euer Fahrzeug hinzufügen. Und dementsprechend sucht ihr euch die passenden Teile schon raus. Ich habe meinen GTI hier schon eingegeben und brauche jetzt einmal Motoröl. Jetzt fragt er mich, wie viel ich will. Ich brauche 5W30, empfiehlt der Hersteller. Anwenden und jetzt zeigt er mir dementsprechend auch schon hier so einige Angebote an, packt das in die Kasse und habe das jetzt hier mein Warenkorb. Ich bin einfach ein kleiner Sparfuchs, was das angeht, aber das braucht einem ja auch nicht peinlich sein. Ich bringe immer mein eigenes Öl mit zur Inspektion, weil man sich da einfach viel Geld bei spart. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Link zu Autodoc ist auch unten in der Beschreibung und ansonsten könnt ihr ja gerne mal euch die App runterladen. Also bei diesem Heißluftföhn hier, den kann man bis Stufe 10 einstellen und ich föhne in Stufe 2. Also der ist nicht mal richtig heiß, reicht aber vollkommen. Also ich kriege die Folie sehr gut ab. Wichtig ist natürlich, dass man nicht zu lange auf denselben Stellen bleibt. Gerade so an den Dichtungen sollte man nicht zu nah rankommen, weil die sonst schmelzen könnten, wenn es zu heiß ist. Und ansonsten immer ja, flächenartig föhnen und nicht immer auf einer Stelle. Das ist jetzt das letzte, was ab muss, und dieser rote Streifen hier. Und dann ist er wieder entfoliert. Dann sieht er wieder relativ harmlos aus. Da kommen jetzt wieder die Löcher der Schande zum Vorschein. Die haben die Jungs im Foliencenter nämlich damals einfach nur überklebt mit der Folie. Die Idee an sich war ganz gut, hat nur nicht lang gehalten, weil einmal mit einem Hochdruckreiniger und zack war schon wieder ein Loch drin. Aber sie sind auf jeden Fall nicht so schlimm aufgefallen wie jetzt. Das wird leider ab Werk so ausgeliefert. Ab Werk ist da so eine fette Kennzeichenhalterung dran. Da kann man leider nichts gegen machen. Dementsprechend hat man jetzt hier so blöde Löcher in der Stoßstange. So, das ist der Haufen. Zumindest das, was noch davon übrig ist. Und jetzt geht es erstmal mit dem Wagen in die Waschanlage. Jetzt ist er wieder nackt. Aber ich finde ihn echt nicht schlecht, auch so in weiß. Und ja, jetzt wird er bald weggehen. Wenn es soweit ist, kommt auf jeden Fall noch mal ein Video. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wenn der Wagen dann nicht mehr bei mir ist. Der wird jetzt auch noch mal durchgecheckt, einen Service bekommt er. Ich gehe davon aus, dass ich ihn auf jeden Fall auch noch mal richtig aufbereiten lasse, weil hier und da so manche Klebereste gehen nicht ganz weg. Ein paar Harzflecken sind auch noch so auf dem Lack. Ja, aber dennoch, so sieht er jetzt aus und ich danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.